Willkommen zu unserem heutigen TED German Talk. In diesem Vortrag möchten wir uns mit einem spannenden Thema beschäftigen. Die Wissenschaft des Glücks, Wege, emotionale Resilienz zu stärken und ein erfülltes Leben zu führen. Unser Ziel ist es, Ihnen nicht nur interessante wissenschaftliche Erkenntnisse vorzustellen, sondern auch Ihren Wortschatz und Ihr Verständnis der deutschen Sprache auf dem Niveau B1 und B2 zu verbessern. Dabei werden wir einfache, aber aussagekräftige Sätze verwenden, die sowohl die Grammatik als auch die Lexik berücksichtigen, wie sie von Telte und den Goethe-Instituten empfohlen werden. Beginnen wir mit einer kurzen Einführung in die Wissenschaft des Glücks. Glück ist ein Konzept, das viele Menschen fasziniert, weil es das Streben nach einem guten und sinnvollen Leben symbolisiert. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Glück nicht nur ein flüchtiges Gefühl ist, sondern auch tief mit unserer Gesundheit, unserer sozialen Interaktion und unserem Alltag verbunden ist. Forscher haben herausgefunden, dass positive Emotionen wie Freude, Zufriedenheit und Dankbarkeit unser Gehirn auf besondere Weise beeinflussen. Diese Emotionen helfen uns, Stress abzubauen und die Herausforderungen des Lebens besser zu bewältigen. Ein zentraler Begriff in diesem Zusammenhang ist die emotionale Resilienz. Emotionale Resilienz bedeutet, dass wir in der Lage sind, schwierige Situationen zu überstehen und wieder zu unserer inneren Stärke zurückzufinden. Wenn wir resilient sind, können wir negative Gefühle besser kontrollieren und uns schneller von Rückschlägen erholen. Dies ist besonders wichtig in unserer modernen Welt, in der wir oft mit Stress, Unsicherheiten und schnellen Veränderungen konfrontiert werden. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen, die ihre emotionale Resilienz stärken, tendenziell zufriedener und gesünder leben. Um diese Resilienz aufzubauen, können wir auf verschiedene Methoden zurückgreifen. Eine Möglichkeit besteht darin, Achtsamkeit zu üben. Achtsamkeit bedeutet, bewusst im Moment zu leben und unsere Gedanken und Gefühle anzunehmen, ohne sie zu bewerten. Studien haben gezeigt, dass regelmäßige Achtsamkeitsübungen dabei helfen können, Stress abzubauen und das Gehirn neu zu strukturieren. Ein weiteres wichtiges Element ist die soziale Unterstützung. Freundschaften, Familie und Gemeinschaften spielen eine große Rolle dabei, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen. Wenn wir uns geliebt und verstanden fühlen, fällt es uns leichter, Widerstandskraft zu entwickeln. Neben diesen praktischen Methoden gibt es auch viele wissenschaftliche Erklärungen, die uns helfen zu verstehen, warum wir so reagieren, wie wir es tun. Zum Beispiel arbeitet unser Gehirn mit sogenannten Neurotransmittern. Diese Botenstoffe wie Dopamin, Serotonin und Endorphine beeinflussen unser Wohlbefinden und unsere Stimmung. Wenn wir positive Erfahrungen machen oder dankbar sind, werden diese Stoffe in unserem Gehirn vermehrt freigesetzt. Das zeigt uns, dass unser Körper und Geist eng verbunden sind und dass wir durch gezielte Aktivitäten unser inneres Gleichgewicht fördern können. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Rolle der Gene. Studien deuten darauf hin, dass bestimmte genetische Faktoren einen Einfluss darauf haben, wie leicht wir Glück empfinden. Allerdings bedeutet das nicht, dass unser Schicksal vorbestimmt ist. Vielmehr zeigt es, dass wir trotz genetischer Veranlagungen durch unseren Lebensstil, unsere Gedanken und unsere sozialen Beziehungen unser emotionales Wohlbefinden positiv beeinflussen können. In diesem Zusammenhang gewinnen auch positive Denkmuster an Bedeutung. Wenn wir lernen, uns auf das Gute im Leben zu konzentrieren und Herausforderungen als Chancen zu sehen, können wir unser Glücksempfinden erheblich steigern. Wissenschaftler beschäftigen sich intensiv mit der Frage, wie wir diese positiven Veränderungen in unserem Leben herbeiführen können. Durch Experimente und Beobachtungen in verschiedenen Kulturen wird immer deutlicher, dass es keine Wunderformel gibt, die für jeden passt. Dennoch gibt es grundlegende Prinzipien, die universell gelten. Zum Beispiel ist es erwiesen, dass regelmäßige körperliche Bewegung und eine ausgewogene Ernährung nicht nur unserem Körper, sondern auch unserem Geist guttun.
Auch der Schlaf ist ein wichtiger Faktor, denn im Schlaf regeneriert sich unser Gehirn und bereitet sich auf einen neuen positiven Tag vor. Heute möchte ich Ihnen einige dieser Prinzipien näherbringen und erklären, wie Sie sie in Ihrem Alltag umsetzen können. Wir werden gemeinsam erforschen, wie kleine Veränderungen im täglichen Leben große Auswirkungen auf unser emotionales Wohlbefinden haben können. Denken Sie an einfache Aktivitäten wie das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs oder das Einplanen von kurzen Pausen, in denen Sie bewusst tief durchatmen und zur Ruhe kommen. Diese Techniken mögen auf den ersten Blick einfach erscheinen, doch ihre Wirkung ist tiefgreifend und wissenschaftlich fundiert. Wir nähern uns nun einem Teil unseres Vortrags, in dem wir tiefer in die verschiedenen Methoden eintauchen werden, die uns helfen, unsere emotionale Resilienz zu verbessern. Dabei werden wir auch Beispiele aus der Forschung vorstellen, die zeigen, wie Menschen weltweit von diesen Ansätzen profitieren. Unsere Reise beginnt mit dem Verständnis, wie sich unser Gehirn verändert, wenn wir positive Gewohnheiten entwickeln, und führt uns zu praktischen Übungen, die Sie sofort in Ihrem Alltag ausprobieren können. Lassen Sie uns gemeinsam in diese spannende Welt eintauchen und entdecken, wie Sie Schritt für Schritt mehr Freude und Erfüllung in Ihr Leben bringen können. Unser gemeinsamer Weg führt uns nun zu einem tieferen Verständnis darüber, wie unser Gehirn funktioniert und wie es sich verändert, wenn wir positive Gewohnheiten entwickeln. Forscher haben festgestellt, dass sich unsere neuronalen Verbindungen stärken, wenn wir bewusst positive Gedanken üben. Dabei spielt die regelmäßige Ausführung von Achtsamkeitsübungen eine große Rolle. Durch solche Übungen lernt unser Gehirn, Stress besser zu verarbeiten und fokussiert sich auf angenehme Gefühle. Dies führt dazu, dass wir auch in schwierigen Zeiten Ruhe und Ausgeglichenheit bewahren können. Ein weiterer interessanter Punkt ist, wie kleine Alltagsentscheidungen große Wirkungen entfalten können. Denken Sie an den einfachen Akt des Lächelns. Ein Lächeln kann nicht nur Ihre Stimmung verbessern, sondern wirkt auch positiv auf Ihr Umfeld. Studien zeigen, dass das Lächeln die Ausschüttung von Glückshormonen wie Endorphinen anregt. Diese Hormone tragen dazu bei, dass sich unser Körper entspannt und unser Geist klarer wird. Es ist erstaunlich, wie so eine kleine Geste einen großen Unterschied in unserem emotionalen Zustand machen kann. Auch der Dialog mit anderen Menschen trägt zu unserer emotionalen Stabilität bei. Wenn wir offen über unsere Gefühle sprechen, lernen wir, sie besser zu verstehen und zu akzeptieren. Ein ehrliches Gespräch mit einem Freund oder einer Freundin kann uns helfen, belastende Gedanken abzubauen. Dabei ist es wichtig, zuzuhören und sich auf den anderen einzulassen. Der gegenseitige Austausch schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit und das Wissen, nicht alleine zu sein. So wird die Basis für eine starke emotionale Resilienz gelegt. Zusätzlich spielt Bewegung eine wichtige Rolle für unser Wohlbefinden. Regelmäßige körperliche Aktivität wie Spazierengehen oder leichtes Joggen führt zu einer verbesserten Durchblutung und hilft, Stresshormone abzubauen. Auch wenn es manchmal schwerfällt, sich zu motivieren, zeigt die Wissenschaft, dass schon wenige Minuten Bewegung pro Tag positive Effekte haben können. Diese positive Erfahrung motiviert uns wiederum, weitere gesunde Gewohnheiten in unser Leben zu integrieren. Wir wollen auch die Bedeutung von Selbstmitgefühl nicht vergessen. Oft sind wir selbst unsere strengsten Kritiker. Aber wenn wir lernen, freundlich zu uns selbst zu sein, können wir negative Gedanken überwinden. Selbstmitgefühl bedeutet, sich selbst so zu behandeln, wie man einen guten Freund behandeln würde. In stressigen Situationen mit mehr Verständnis und Geduld auf uns blicken, stärken wir unser inneres Gleichgewicht und fördern die Resilienz. In der heutigen schnelllebigen Welt ist es wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, dass kleine Veränderungen einen großen Unterschied machen können. Indem wir uns auf unsere Stärken aktiv an unserem Wohlbefinden arbeiten, können wir unser Leben nachhaltig verbessern. Die Wissenschaft zeigt uns, dass dieser Weg nicht immer leicht ist, aber er ist für jeden erreichbar.
Indem wir Methoden wie Achtsamkeit, Bewegung und zwischenmenschliche Unterstützung in unseren Alltag integrieren, legen wir den Grundstein für ein glücklicheres und erfüllteres Leben. Unsere Reise führt uns weiter in eine Welt, in der Erkenntnisse aus der Forschung direkt in unserem täglichen Leben anwendbar sind. In den nächsten Abschnitten werden wir noch genauer betrachten, wie diese Methoden in verschiedenen Lebensbereichen wirken und welche praktischen Übungen uns helfen, das Gelernte umzusetzen. Bleiben Sie mit mir, während wir weiter erforschen, wie Sie Ihren Alltag Schritt für Schritt positiv verändern und dabei nicht nur wissenschaftlich fundierte Methoden nutzen, sondern auch Ihre persönliche Widerstandskraft gegen Stress und Herausforderungen stärken können. Beginnen wir mit einem Blick auf den Arbeitsalltag. Viele Menschen verbringen den Großteil ihrer Zeit bei der Arbeit. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir auch dort auf unser emotionales Wohl achten. Ein positives Arbeitsumfeld, klare Kommunikation und das Gefühl, wertgeschätzt zu werden, tragen stark zur mentalen Gesundheit bei. Wenn wir uns gehört und respektiert fühlen, sind wir leistungsfähiger und auch zufriedener. Aber was können wir tun, wenn unser Arbeitsumfeld nicht ideal ist? Hier hilft die innere Haltung. Wir können lernen, unsere Gedanken bewusst zu lenken und uns auf das zu konzentrieren, was uns gut tut. Zum Beispiel können wir uns jeden Morgen eine positive Absicht setzen, wie: Heute möchte ich ruhig und freundlich bleiben. Diese kleinen Rituale helfen unserem Gehirn, den Tag mit einer zuversichtlichen Einstellung zu beginnen. Auch in unserem Privatleben können wir viel für unsere emotionale Gesundheit tun. Ein gutes Beispiel ist das Dankbarkeitstagebuch. Jeden Abend schreiben wir 3 Dinge auf, für die wir heute dankbar sind. Das klingt einfach, aber Studien zeigen, dass diese Übung das Gehirn langfristig umprogrammiert. Wir fokussieren uns nicht mehr nur auf das, was fehlt, sondern auf das schon da ist. Diese neue Sichtweise stärkt nicht nur die Zufriedenheit, sondern auch unsere Resilienzzeiten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Umgang mit negativen Emotionen. Viele Menschen versuchen, diese Gefühle zu unterdrücken oder zu vermeiden. Doch Psychologen raten dazu, diese Emotionen zu akzeptieren und ihnen Raum zu geben. Denn jede Emotion hat eine Funktion, auch Traurigkeit, Wut oder Angst. Wenn wir lernen, unsere Gefühle zu benennen und zu verstehen, können wir besser mit ihnen umgehen und verhindern, dass sie sich negativ auf unsere Gesundheit auswirken. Hierbei helfen Atemübungen, körperliche Bewegung und auch das kreative Schreiben. Zum Beispiel, wenn wir unsere Gedanken in einem Tagebuch ausdrücken, entsteht eine Distanz zu den Gefühlen und das schafft Klarheit. Das Gehirn verarbeitet die Informationen neu und wir gewinnen ein Gefühl von Kontrolle und Ordnung. Die Forschung zeigt außerdem, dass ein starker Sinn im Leben uns vor innerer Leere und emotionalem Stress schützt. Das kann ein Beruf sein, eine Familie, ein soziales Projekt oder eine persönliche Leidenschaft. Menschen, die sich mit etwas Größerem verbunden fühlen, erleben mehr Sinnhaftigkeit und entwickeln eine tiefere Lebensfreude. Zum Abschluss möchte ich Sie einladen, sich selbst ein paar Fragen zu stellen. Was gibt meinem Leben Bedeutung? Welche kleinen Rituale tun mir gut? Wem kann ich heute was Freundliches sagen? Diese Fragen sind einfach, aber sie öffnen den Weg zu einem bewussteren, glücklicheren Leben. Die Wissenschaft des Glücks zeigt uns, Glück ist kein Zufall. Es ist eine Fähigkeit, die wir üben können. Durch Achtsamkeit, Bewegung, Dankbarkeit, soziale Verbindung und Selbstmitgefühl können wir unsere emotionale Resilienz stärken und lernen, auch in schwierigen Zeiten inneren Frieden zu finden. Ich danke Ihnen, dass Sie heute bei unserem TED German Talk dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten Wissen mitnehmen und gleichzeitig Ihr Verständnis der deutschen Sprache vertiefen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie achtsam und denken Sie daran, Glück beginnt mit kleinen Schritten jeden Tag. Vokabelliste. Resilienz. Bedeutung: die Fähigkeit, sich nach schwierigen Situationen wieder zu erholen.
Zum Beispiel, nach einer schweren Zeit zeigte sie große Resilienz und fand immer wieder Kraft. Achtsamkeit. Bedeutung: bewusst im Hier und Jetzt leben, mit voller Aufmerksamkeit für den Moment. Zum Beispiel, durch Achtsamkeit spürte er die kleinen Freuden im Alltag. Neurotransmitter. Bedeutung: chemische Botenstoffe im Gehirn, sie beeinflussen unsere Stimmung und Gefühle. Zum Beispiel, Neurotransmitter spielen eine wichtige Rolle bei der Regulierung unserer Emotionen. Rückschläge. Bedeutung: schwierige Erlebnisse oder Misserfolge, die uns herausfordern. Zum Beispiel, auch nach Rückschlägen blieb er optimistisch und lernte aus seinen Erfahrungen. Dankbarkeit. Bedeutung: ein Gefühl der Wertschätzung für Dinge, Menschen oder Momente. Zum Beispiel, Dankbarkeit im Herzen kann uns helfen, das Gute im Leben zu sehen. Widerstandskraft. Bedeutung: die Fähigkeit, mit Stress und Problemen umzugehen, ohne daran zu zerbrechen. Zum Beispiel, seine Widerstandskraft half ihm, schwere Zeiten zu überstehen. Selbstmitgefühl. Bedeutung: Freundlichkeit zu sich selbst, besonders wenn etwas schief läuft. Zum Beispiel, durch Selbstmitgefühl lernte sie, sich selbst zu verzeihen und weiterzumachen. Rituale. Bedeutung: feste, regelmäßige Handlungen, die uns Struktur und Sicherheit geben. Zum Beispiel, morgendliche Rituale geben ihm einen guten Start in den Tag. Bedeutung. Bedeutung: der Sinn oder Wert, den etwas in unserem Leben hat. Zum Beispiel, für viele Menschen hat die Familie eine besondere Bedeutung. Lebensfreude. Bedeutung: die Freude am Leben trotz aller Herausforderungen. Zum Beispiel, trotz vieler Schwierigkeiten bewahrte er seine Lebensfreude